Es geht um Bandscheibenvorfälle oder auch Bandscheibenvorwölbungen. Wir erklären kurz, um was es geht. Es ist ja ein Mitmachvideo. Das heißt, nach dem Video haben Sie die Übungen, die Sie in dem Fall machen würden, in der Originallänge praktisch mitgemacht und haben das Üben hinter sich gebracht. Nach der Erklärung gucken wir uns an, wo wir die Faszienrollmassage anwenden, um die Übungen vorzubereiten. Und dann machen wir 3 Engpassdehnungen, die bei Bandscheibenvorfällen im unteren Bereich, das nehmen wir als Thema, weil 70 oder 75% der Bandscheibenvorfälle sind unten im Bereich der Lendenwirbelsäule, welche Übungen Sie da machen, um da die Struktur zu befreien. Warum müssen wir die Struktur befreien? Wenn wir ein bisschen näher rankommen, wir schauen uns gerade mal an. Sie sehen hier einen Wirbel und noch einen Wirbel, dazwischen ist die Bandscheibe. Und jetzt ist das ganz einfach. In dem Moment, wo immer mehr Druck darauf kommt, dann wird die Bandscheibe, die einen gallertartigen Kern hat, irgendwann so belastet, dass die Ränder das nicht mehr halten können und dann wölbt die sich nach vorne. Sie können sich das vorstellen wie bei einem Autoreifen, der zu viel Druck hat und dann ist eine schwache Stelle und plötzlich stülpt er sich daraus, bevor er platzt. Und wenn er platzt, dann nennt man das einen Bandscheibenvorfall. Dann geht ein Teil dieser gallertartigen Masse, geht raus und drückt sich hier überall rein. Und da ist dann die Theorie, dass wenn dort die Nerven gedrückt sind, die Nervenwurzeln gedrückt sind, dass das die Schmerzen macht. Aus Erfahrung wissen wir bei Liebscher und Pracht, dass die Schmerzen meist daher rühren, dass die muskuläre und fasziale Spannung von vorne und als Reaktion die Gegenspannung von hinten, Sie können sich das so vorstellen, ja, wenn ich hier ziehe und hier gleichzeitig ziehe, dann kann man richtig sehen, wie die Bandscheiben belastet werden. Und wenn man dann eine ruckartige Bewegung macht in dieser Vorspannung, dann kann das passieren. Und dann können Sie ganz pragmatisch vorgehen. Sie können einfach das mitmachen, was wir Ihnen jetzt zeigen. Und dann fühlen Sie hinterher in sich rein und meistens werden Sie merken, der Schmerz ist viel, viel weniger. Was bedeutet, dass der Bandscheibenvorfall, der vielleicht bei Ihnen vorliegt, wirklich mit dem Geschehen des Schmerzes nichts zu tun hat. Das ist zwar eine Verletzung, die dann passiert ist, aber das ist sozusagen ein Symptom der Spannungen, was dann dazu geführt hat, dass halt durch diese Überbeanspruchung die Bandscheibe verletzt wurde. Man hat viele Versuche gemacht. Es gab interessante Studien, die gezeigt haben, dass willkürlich ausgewählte Leute, die keine Schmerzen hatten, dass ein ganzer Teil von denen Bandscheibenvorfälle hatte, ohne Schmerzen zu haben, was sozusagen die umgekehrte Beweisführung ist für das, was ich Ihnen gerade erklärt habe. Das entspricht auch unseren Erfahrungen und immer mehr Orthopäden und auch Chirurgen wissen darüber eigentlich Bescheid. Ja? Dann schauen wir uns erstmal an, was wir jetzt mit der Faszienrollmassage machen. Wir gehen praktisch hier nach vorne in diesen Bereich und zwar hier im Bereich des unteren Bauches über das Schambein und hier an den Oberschenkelknochen und rollen uns da, um das Ganze etwas zu entspannen. Ina, darf ich dich bitten, geh bitte mal in die Rückenlage rüber, vielleicht den Kopf nach dort. Dann kann man das von dort schön sehen. So, nimm mal die Kugel bitte und such erstmal dein Schambein. Einfach mal tasten mit den Fingern, wo ist dein Schambein und dann fühl mal den oberen Knochenrand. Fühlen Sie mal den oberen Knochenrand und dann gehst du mit dem Ball jetzt genau da drauf. Genau. Und ganz, ganz langsam in spiralförmigen kleinen Bögen suchst du das jetzt mal ab mit ganz langsamen Bewegungen. Wir vermeiden wie immer Druckschmerzen, die auf 10 gehen. 10 heißt, man kann nicht ruhig durchatmen. Alles, was drunter ist, ist erlaubt. Wenn es da Stellen gibt, wo so spitze, kleine Schmerzen gibt, von den Stellen gleich wieder weg, gar nicht groß draufbleiben. Da ist dann irgendein Nerv oder irgendwas anderes, was nicht gestört sein will. Wir hören also sehr gut drauf, was unser Körper da sagt. Und dann können Sie das in aller Ruhe abarbeiten. Ja, und dann vielleicht mal ein bisschen wieder nach rechts jetzt, dass wir die ganze Kante angehen. Aber ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam entlang. Jetzt auf die rechte Seite. Dort ist praktisch der gerade Bauchmuskel befestigt, der für Spannung von vorne sorgt, ja, der vorne total runterzieht. Okay, jetzt geh mal dort, wo der Schritt ist, etwas nach außen.
in den Oberschenkel rein und sucht dort mal, vielleicht erstmal die andere Seite, dass die Zuschauer das sehen können. Vielleicht das Bein auch ein bisschen nach außen tun, ein bisschen öffnen, ja, dass man dort, das ist zu weit innen, das sind die Adduktoren, diese Beinrandzieher, deutlich weiter nach außen, weiter nach außen, weiter nach außen und da kommt jetzt ein Bereich, da könnte er ungefähr sein, der deutlich schmerzempfindlich ist. Hast du ihn? Ja, dort drin, da, ja, da kann er sein. Da bleib bitte mal, jetzt hast du ihn, gell? Da bleib bitte mal und roll da immer schön in spiralförmigen Kreisen herum. Ja, vielleicht ein bisschen größer die Kreise sogar ziehen und mehr nach außen. Ja, mehr nach außen. Gehen wir noch mehr nach außen vom Sehen her, denke ich. Da müssen Sie ein bisschen dann suchen. Gell? Sie müssen so lange da suchen, bis Sie eine Stelle haben, wo Sie das Gefühl haben, da ist es deutlich. Hast du dort? Okay. Und dann wechselt man auf die andere Seite, auf die rechte Seite. Das Bein auch ein bisschen nach außen nehmen. Und immer da, wo der Schritt ist, praktisch rechtwinklig nach außen gehen. Ja, erstmal jetzt außen großflächig gucken, wo ist am empfindlichsten. Ja, da könnte es sein, so von der Optik her. Und da schön spiralförmig rollen. Schön spiralförmig rollen. Bisschen tiefer, denke ich, könntest du auch nochmal suchen. Letztendlich müssen Sie das selbst fühlen. Da, wo am meisten Druckempfindlichkeit ist, dort versuchen Sie. Okay. Dann nehme ich dann mal die Kugel ab. Dankeschön. Und jetzt machen wir Folgendes. Bleib liegen, bleib genauso liegen. Aber stell die Beine bitte auf. Und jetzt begradigen wir erstmal die ganze Wirbelsäule. Zieh jetzt mal in der Position das Kinn zum Kehlkopf. Ziehen Sie Ihr Kinn zum Kehlkopf. Und wenn Sie das Kinn zum Kehlkopf ziehen, dann kommt die Halswirbelsäule automatisch näher zum Boden. Dann halten wir diese Spannung dort. Also jetzt halten Sie zu Hause, halten Sie diese Spannung, das Kinn zum Kehlkopf zu ziehen. Halten die und gehen jetzt mit der Lendenwirbelsäule runter. Halten das aber gleichzeitig. Das heißt, da wo ich es hinzeige, dort soll die Halswirbelsäule runter, dort soll die Lendenwirbelsäule runter. Und das alles schön gerade hinstellen sozusagen. Und dann hältst du diese beiden Spannungen, halten Sie dann diese beiden Spannungen und dann senken Sie die Knie immer mehr ab. Beine immer mehr strecken, Stückchen für Stückchen strecken, aber die Lendenwirbelsäule unten behalten. Soweit das geht, unten behalten, hier oben die Halswirbelsäule unten behalten, die Lendenwirbelsäule unten behalten. Es könnte jetzt durchaus passieren, dass Sie mit den Knien gar nicht weit runterkommen, weil der Hüftbeuger so kurz ist, dass der Sie in die Lordose zieht, wenn die Knie runtergehen. Der begrenzende Faktor ist immer die Stelle oben drüber. Also wenn die Halswirbelsäule nicht so gehalten werden kann, dann senken Sie die Lendenwirbelsäule nur so weit ab, bis die Halswirbelsäule sich bewegen muss. Und da genauso. So, und jetzt alle drei Dinge maximal, also Halswirbelsäule, Lendenwirbelsäule und Knie, maximal nach unten drücken. Ja, alle drei maximal nach unten drücken. Einmal hier drücken, einmal hier drücken. Das ist ein richtiges Krafttraining jetzt. Ja? Das ist ein Krafttraining für Ihre Wirbelsäule. Man sieht zwar gar nicht groß was von Krafttraining, keine große Bewegung, aber Ina ist ganz, ganz hart am Arbeiten und strengt an. Darunter, darunter und darunter. Und langsam wieder raus und entspannen. Und jetzt gehen wir bitte in die Bauchlage. Vielleicht den Kopf nach dort nehmen, Ina. Und ziehen unsere Fersen zum Gesäß. Mach mal selber drum, Ina, dass die Zuschauer auch Zeit haben, das auch selbst zu machen. Zieh die Schlaufe mal an. Genau.
So, jetzt mit beiden Händen in die Schlaufe greifen oder ins Handtuch greifen, am besten den Fuß gerade stellen und dann langsam immer mehr nach vorne ziehen. Ja? Ganz wichtig, die Leiste muss unten sein. Noch ein bisschen ziehen, jawohl. Und immer wieder kontrollieren, dass die Leiste nach unten kommt. Immer wieder die Leiste nach unten nehmen, dann vielleicht genau. Wir haben hier diese 3 Sektionen sozusagen drin. Ina zieht auch schon ganz schön weit ran. Bitte nicht wundern, wenn Ihr Bein vielleicht so steht und nicht weiter rangezogen werden kann. Ja, Ina hat es jetzt gezeigt, Sie können schon weiter, aber bleibt ruhig da, das ist schon okay. Dann können Sie die Zuschauer besser nachvollziehen. Und dann machen wir das Gleiche mit der anderen Seite. Ja. Häng dich mal anders ein praktisch, mach mal selbst, dann haben Sie zu Hause Zeit, das auch für sich zu machen. Jawohl. Okay, erst die Leiste runterziehen und dann, genau, und dann ganz langsam immer weiter ranziehen. Und die Leiste runter zum Boden ziehen, die linke Leiste runter zum Boden und dann tut es normalerweise im Bereich des vorderen linken Oberschenkels. Da tut es richtig doll weh. Und dort einen Moment steigern, dass die Faszie nachgeben kann, dass das ganze Gewebe sich an die neue Länge gewöhnen kann und einstellen kann. Das machen Sie immer so 2 Minuten plus minus. Aber immer wieder kontrollieren, dass die Leiste schön unten ist. Immer wieder kontrollieren, dass die Leiste unten ist. Und dann langsam wieder rausgehen. Und zum Schluss gehen wir nochmal ganz vorsichtig auf die Unterarme. Ja, auf die Unterarme gehen und dann mal ganz langsam nach oben gehen. Und zwar ganz langsam deswegen, weil Sie haben ja da schon zu hohen Druck gehabt. Und jetzt schauen Sie einfach, wie weit Sie sich nach oben stützen können. Ja, und wenn Sie merken, jetzt zieht es dort in den Rücken rein, dann bleiben Sie genau so und nach 30 Sekunden plus minus zieht es da weniger rein. Dann stellst du die Arme ein bisschen weiter nach vorne, die Oberarme gehst ein bisschen weiter hoch und so arbeiten Sie sich hoch. Diese Übungen, diese 3, diese ganze Session, die wir jetzt gemacht haben, können Sie jeden Tag einmal machen. Mit der nötigen Vorsicht, je näher die Verletzung zurückliegt, je kürzer die Zeit war, sich wieder zu erholen, desto vorsichtiger arbeiten Sie. Wie oft wir es gesagt haben, genau, und bleiben Sie, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, ich sage es sicherheitshalber nochmal, 2–2,5 Minuten in diesen Übungen drin bleiben. Das war's. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und wenn Sie noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns bitte einen Kommentar. Es geht um ISG-Schmerzen, Schmerzen im Bereich des Iliosakralgelenkes. Zunächst mal, oder ich erkläre es mal, was wir machen, das ist ein Mitmachvideo. Also wenn Sie ISG-Schmerzen haben, bereit machen, dafür gleich die Übungen in Zeit praktisch mitzumachen. Video zu Ende, Übung zu Ende. Ja? Wir gucken uns erstmal an, wir erklären erstmal, um was es geht, dann zeigen wir für die Faszienrollmassage, was wir machen und dann zeigen wir 2 wichtige oder 3 sogar